Das ist natürlich ein riesiges Buzzword geworden, digitale Souveränität. Fast jeder Politiker nimmt es mittlerweile in die Hand oder in den Mund vielmehr. Aber ich glaube, wir müssen uns mal darüber einig werden, was wir letztendlich mit diesem Begriff eigentlich anstellen wollen. Für mich ist es natürlich der Blick in die Zukunft. Was wollen wir eigentlich gestalten? Welche Dinge wollen wir eigentlich souverän und damit unabhängiger aufstellen? Wir können nicht die gesamte digitale Welt neu erfinden, für uns selber letztendlich. Und wir können auch nicht wirklich alles ersetzen, was momentan mehr oder weniger im digitalen Umfeld konsumiert wird. Aber was wir sicherlich können, ist sehr klug vorgehen und das, was in Zukunft sich ergibt, letztendlich unabhängiger oder auch handlungsfähiger aufzustellen. Dazu aus meiner Sicht gehört auf jeden Fall das Thema IT-Sicherheit. Nicht nur im Bereich des Datenschutzes und der personenbezogenen Daten zu schützen sind, sondern sicherlich allumfassend, dass da Lösungen auch letztendlich etabliert werden, die wir beherrschen können und die wir hier mehr oder weniger in Deutschland und Europa auch letztendlich zum Einsatz kommen lassen. In der Tat sollte man proaktiv damit umgehen, nicht nur letztendlich den Mangel in irgendeiner Weise nach vorne stellen, sondern aktiv versuchen, wie kann man ihn eigentlich beheben. Was wir in der IT-Security normalerweise rekrutieren, ist vor allen Dingen letztendlich das Bedienen von akademischen Profilen, die entweder Mathematik, Informatik oder letztendlich auch gerade in unserem Bereich in Bochum das Thema IT-Sicherheit studiert haben, also Akademiker sind. Diese akademische Laufbahn dauert auch in der Ausbildung sehr, sehr lange. Und ich glaube, das Berufsbild IT-Sicherheit ist nicht so dramatisch dementsprechend dort wiederzufinden. Und ich stehe dafür, dass wir einen Ausbildungsberuf schaffen für eine Fachkraft für IT-Sicherheit, entweder als Konglomerat zu letztendlich dem Fachinformatiker, dann mit dem Fachanwendungsgebiet IT-Sicherheit oder letztendlich als eigenständiges Berufsbild. Wir selber sind damit in Kontakt mit diversen Verbänden, auch letztendlich durch Politiker bereits sehr weit gekommen und stehen jetzt letztendlich vor der großen Herausforderung, dieses Berufsbild mit Leben zu füllen, zu etablieren und sehen hoffentlich den ersten Auszubildenden, der fertig ist, in etwa 3, 4 oder 5 Jahren tatsächlich vor uns. Ich würde uns dementsprechend sehr, sehr helfen und würde letztendlich das Berufsbild IT-Sicherheit nochmal nach vorne bringen, dass man das auch als junger Mensch studieren kann, nicht nur als Abiturient, nicht nur als Studienabschließer.